Guten Morgen, lieben Freunde. Guten Morgen. Jetzt komm schon! Bisschen Stimmung hier, ist Wochenende, was geht ab? Wie ist Wochenende? Ich dachte, ich mache eine traurige Folge. Wieso? Weiß ich nicht. Immer happy und so ist ja auch Kacke. Oder? Ja, wir hatten doch schon eine traurige Folge. Ich habe sogar geweint. Stimmt, was war das nochmal? Wien. Warum? Weil der Song traurig war. Und ich traurig wurde. Ah, ja. Aber das war eigentlich lustig, weil die Geschichte war ja eine Homo-Story. Ja, und es ist ja trotzdem traurig. Ja, man kann ja trotzdem relaten, ne? Ja. Ja. Story ist Story. Ja, Liebe ist Liebe. Ja. Egal welche Geschlechter, Mhm. welche Affinität. Ja. Ja, also ihr wisst, was ich meine. So, naja, auf jeden Fall haben so viele geschrieben, dass wir Dreamcatcher abchecken sollen mit Déjà-vu. Die haben eine neue Nummer rausgebracht. Wir haben von denen schon Piri? Piri. Piri? Kiri. Ja, okay, wir haben mal. Schön. Klavier klingt Auf den Drums ein Unterwassereffekt. Oh, High Cut. schönes Kleid. 짙어진 안개 사이로 멀리 떠나온 길 시린 흔적만을 남긴 채 기억 끝을 잡아봐도 끝내 오래 더 오래 Schöne Harmonien. 무게 잠들어 Oh now holding this pain 모든 걸 버린 그날처럼 Oh mein Gott! Was? Hey, da habe ich ja gar nicht mit gerechnet, dass es jetzt auf einmal so abgeht. Es war noch so, wurde so richtig voll und episch mit Streichern. Ja, es ist fast apokalyptisch, würde ich schon Und behaupten. dann plötzlich, wumm. Ja, da war auch noch hier so ein richtiger, so ein Chor im Hintergrund, so fast angelisch, also kirchlich angelegt hier. Sehr apokalyptisch auf einmal, sehr bombastisch. Wir hören aber mal weiter und dann kann ich noch mal mehr drauf eingehen. Ja, weil es vorher halt auch so ruhig ist, ne, mit dem Klavier und dann so das, was man an Drums oder Percussion eben hört, hat diesen Unterwasserfilter, sag ich mal, oder High-Cut-Filter, beziehungsweise Low-Pass-Filter, also auf dem Frequenzband einen Filter eben drauf, dass man nicht mehr alles so ganz hört. Ah, okay. Und die singen ja auch recht zart und dann sehr hauchig auch. Deswegen dieser Wechsel zur Hook war. Das Kleid, hast du es gesehen? Achso, ja. Das, Oh, schön. Könnte Gucci sein. ah ja, meinst du? Ja. Das ist, ja, gut. Wir sind ja hier wieder in Korea. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es Gucci ist. Sieht gut aus. Wenn du das sagst. Ne, hier dann mehrstimmig, beziehungsweise mehrere Stimmen auf jeden Fall, die dann hier, also eine Hauptstimme in der Mitte und dann eben hart rechts und hart links nochmal auch eine zusätzliche, dass es schön voll dann auch ist und harmonisch dann auch rüberkommt. Aber es ist unisono, also im selben Ton, ist jetzt keine Harmonie, aber wirkt dann trotzdem dann breiter. Sowieso, die haben die ganze Zeit so schöne Sets gerade, ne? Also im Video Ja, mit den aber Kleidern guck und dir mal Händen. diesen Tülltraum an. Tülltraum. Oh mein Gott. Schön.
Hier Echt? auch klassisch vielleicht zu hören, dass mit dem Becken, dass das so ein bisschen wie so ein Riser benutzt wird oder so ein Swell in den nächsten Part. So. Und dann ausklingt. Ganz klassisch auch mit dem Becken. Ja, ein Traum für Dana. Weißt du, wie schwer sowas ist das zu machen, zu drapieren? Das ist handgemacht, sowas. kann ich mir vorstellen. Ja. Wie lange arbeitet man an sowas? 3 Monate. Macht man das eine Person dann? 2? Wahrscheinlich 2, 3. Aber du sitzt bestimmt trotzdem einige Stunden. Also 1 Monat auf jeden Fall. Krass. Ich weiß nicht, ob die das fürs Musikvideo gemacht haben oder ob das vielleicht sogar ein Designerteil ist. Also Haute Couture, wenn dann bestimmt. Könnte... weiß nicht, vielleicht Dior. Dior hatte viel mit Tüll und Organza in letzter Zeit. Naja, schön auf jeden Fall. I'm holding this pain 모든 걸 버린 그대처럼. Und hier dann tatsächlich die Mehrstimmigkeit dann auch als Harmonie gesetzt. Also auch wieder eine Stimme rechts, eine links und dann schön wirklich super perfekt die Harmonie. Sehr, sehr schön. Na, diesen und dann kommen so richtige Drums hinzu. Richtig organisch. Aber auch noch so Sound. Das richtige Drums. Auf der Chor jetzt. Als Chor natürlich. Das ist so richtig epic. Du guckst immer noch wegen dem Kleid die ganze Zeit, ne? Ja gut, davon wird Dana heute Nacht auf jeden Fall träumen. Was hast du gesagt, Gucci? Was Ja, ich habe gesagt, ich glaube Gucci. Meinst du? Kann schon sein. Meinst du jetzt immer noch? Ja. Könnte sein. Achso, das war ja das letzte, ihr letztes Abendmahl. Okay. Schön. Auch die weiteren Stimmen hier rechts und oh, Tonartwechsel. Geil. Krass. Geil. Ah, schöne Stimme. So richtig. Elfenhaft. Ja, so schön zart, aber trotzdem. Schöner Klang, die Stimme hier am Ende nochmal. Ja, hier geil, natürlich der Tonartwechsel. Sehr, sehr geil. Mitten im Gesang noch. Das ist echt richtig schöner Wechsel, musikalisch halt sehr, sehr geil. Da nochmal einen richtigen Push drauf zu geben. Sonst wäre sie tiefer gewesen. Hätte das dann tiefer beendet und dann wäre es fertig gewesen. Und dann nochmal die Hook quasi. Ganz normal, aber so ist es dann. Hast du gehört? Die E-Gitarre. Wie in den Animes. Auch mit diesem geilen Drum-Filling. Moment. Wie Geil. geil sieht das bitte aus mit dem Feuer. Sehr geil.
Schön, schön. Ja, einfach eine schöne Nummer. Special Mini-Album. Raid of Dream. Es hat halt immer so einen richtigen, trotzdem so einen richtigen Band, also weil die Drums und so, die sind dann wie so ein richtiger Bandcharakter. Cool. Also, hat jetzt mit dem Ende hat's nochmal gut was rausgeholt, auf jeden Fall. Ja, aber ich fand auch vorher schon dieser Wechsel plötzlich von diesem ruhigen, sanfte und dann plötzlich wumm. Ja, stimmt. Auch wie gesagt, dieses super epische dann in der Hook, dann so, schon fast sehr voll geballert, weil vom Tontechnischen her hat es dann, aber ich glaube, das ist dann eher so eine Mixing-Geschichte gewesen. Das ist dann so, man konnte nicht mehr ganz differenzieren, was da alles noch an Instrumenten stattfindet, weil das fast wie so ein Brei dann ist. Leider, aber ich glaube, das ist eher ein Mixing-Ding oder weil es wirklich, ja, wobei so viele Instrumente waren es vielleicht gar nicht. Vielleicht musst du es auf Spotify nochmal hören. Das kann auch wieder sein, aber ja, ansonsten sehr, sehr, sehr coole, starke Nummer und wirklich mit dem Ende fand ich es jetzt aber nochmal sehr geil, muss ich sagen. Hat es auf ein komplett anderes Level gebracht. So, bevor Antea wieder irgendwelche Witze reinschreibt in den Untertitel, Grüße gehen raus, beende ich dieses Video und hoffe, dass ihr was gelernt habt. Falls ja, lasst gerne ein Abo, dann nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. That's me, Rahim. Und schaut auch gerne bei Dana vorbei. Sie hat auch einen YouTube-Kanal mit wunderbaren Videos zum Thema Fashion und Beauty. Und nicht vergessen, Instagram. Oh Gott, wir sind so stark die letzten Tage. Wir bemühen uns richtig. Ja, guck mal. Lohnt sich. Außerdem sind wir da richtig lustig. Ja, unfassbar lustig und bescheuert dann auch gerne mal unterwegs. Ich zeige mal ein Beispiel von heute, von vor ein paar Stunden. Warte mal, sieht man das so? Ich hab was für dich. Was denn? So nah. Weil du tickst nicht mehr ganz richtig. Das, Kopfhörer. das zum Thema Wir sind lustig. Übrigens vielleicht auch mal eine Frage an euch. Also, ach egal. Auf jeden Fall habe ich diese Kopfhörer im Lidl gesehen und überlegt, ob ich die, nein, nicht da drehen, sondern nicht hier drehen. Ob ich die holen soll. Die kosten 8 Euro und ich habe überlegt, ob ich die testen soll, aber jetzt hat es schon wieder geklickt irgendwie. Irgendwas, naja. Okay, danke fürs Zuschauen. Danke Antea für die Untertitel übersetzen und die Jokes, die du immer wieder anscheinend reinbaust. Habe ich die letzten Tage viele Kommentare zugelesen. Tschüss.